Einen wundervollen guten Tag. Willkommen zurück zu Pandas. Heute mit natürlich, wie versprochen, nochmal den Data Frames. Wir haben ja letztes Mal gelernt, wir können Series auf verschiedenste Arten erzeugen. Und wir haben beim ersten Video gelernt, ein Data Frame besteht eigentlich aus mehreren Series. Das bedeutet, das wird zu einer Series, das wird zu einer Series und das hier eben natürlich auch. Und wir können die ja auf verschiedene Weisen erstellen. Also können wir auch das Data Frame, 2 in diesem Fall, auf sehr verschiedene Arten erstellen. Also pd.dataframe von. So, jetzt werde ich jetzt einfach nur mal ganz kurz meine var reinstecken. Und diese var, die bauen wir uns. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, das auch dynamischer auszutauschen. Und dann sieht das nicht so verrückt aus. Okay, also wir können, das haben wir ja schon gesehen, als ein Dictionary, also die var, als ein Dictionary aufbauen. Und zwar aus, wie wir es hier gelernt haben, aus verschiedenen Listen einfach. Und das heißt, das hier ist eine gültige Art, ein Data Frame zu bauen, indem wir hier quasi ID und ID2, oder sagen wir einfach mal A und B dazu. In dem Fall wäre B hier unten und A wäre hier oben. Und das ist tatsächlich eine gültige Art, ein Data Frame zu bauen. Und das geht. Aber es ist natürlich nur eine Möglichkeit. Also ich habe hier oben übrigens die Prints auskommentiert, damit wir uns nicht verwirren lassen. Das ist jetzt nicht wirklich spannend. Hier oben sehen wir die Namen der Spalten, das haben wir schon kennengelernt. Das hier sind die Indizes. Das sind übrigens dieselben Indizes wie das, was wir bei der Series kennengelernt haben. Und das wirft einige Fragen auf. Was wäre denn, wenn ich hier eine Series daraus bauen würde? Also direkt pandas.series von. Naja, gut, wir hatten hier gerade sagen wir einfach mal 1, 2, 3 und 4, damit wir sie unterscheiden können voneinander. Okay, das ist eigentlich genau dasselbe. Wir können die Dinger sogar miteinander kombinieren, das geht. Ich würde euch, also bei so einem leichten Fall ist es kein Problem, aber wenn ihr wirklich krass gegensätzliche Sachen vermischt, dann würde ich euch das nicht unbedingt empfehlen. Aber ihr könnt es natürlich machen. So, jetzt können wir hier sogar tatsächlich hergehen und wir kennen das ja aus den Series, wir können hier Indizes setzen. Also Index ist gleich und sagen dann hier zum Beispiel A, B, C und D. Das wäre durchaus machbar und damit habe ich dann eben meine Indizes auf A, B, C, D gesetzt. Warum geht das? Naja, weil wir hier eben die Indizes manuell setzen und hier oben haben wir noch keine Series draus gebaut. Von dem her ist das jetzt kein Problem. Wenn ich jetzt hier allerdings, lasst uns das hier unten drunter machen, als C. Wenn ich jetzt hier allerdings hergehe und pandas.series erstelle, sagen wir mal mit 2, 3, 4 und 5 und ich setze mir meinen Index nicht, absichtlich nicht. Was passiert dann? Dann möchte der hier ja eigentlich einen Index 0, 1, 2 und 3 haben und der hier möchte einen Index A, B, C, D. Nun, Pandas kann damit tatsächlich nicht richtig, so, jetzt. Pandas kann damit nicht richtig umgehen. Also es kann damit einigermaßen umgehen, aber es denkt leider ein bisschen falsch darüber. Und zwar, Pandas denkt jetzt, okay, wir haben 2 Arten von Indizes. Wir haben einmal den Index A, B, C, D und wir haben den Index 0, 1, 2 und 3. Und es versucht daraus quasi so eine Kombination zu machen, was natürlich den Fehler gibt, dass wir hier eigentlich Länge 8 brauchen. Jetzt überlegen wir mal weiter. Okay, 4, 5, 6 und 7. Das wären jetzt 8 Elemente. Was passiert jetzt? Und jetzt sehen wir, Pandas ist eigentlich unfassbar intelligent, was das angeht. Das bedeutet, wir können einmal den Index A, B, C haben, A, B, C, D haben. Dann haben wir natürlich erstmal die ersten 4, weil das ist einfach oben drüber. Das heißt, B wird vor C genommen. Und der Index wird jetzt einfach hier übertragen auf meine Liste A. Also die ersten 4 Elemente sind A, B, C, D. Danach kommt hier allerdings noch der andere Index. Es ist ja dasselbe, als hätten wir hierher geschrieben, Index ist gleich 0, 1, 2 und 3. Das ist ja genau dasselbe sozusagen, als wenn wir das weglassen würden. Das ist einfach der Standard hier. So, das heißt, der Index 0, 1, 2 und 3 wird einfach weiter als Index genommen. Das heißt, der Index fängt hier an. Die Series endet aber nach 4 Elementen, aber wir wissen aus diesem Teil von Series, da wo die Elemente fehlen, also auch wenn ich jetzt hier den Index E angeben würde, dann wird einfach ein NaN, ein Not a Number eingetragen, ein sozusagen fehlender Wert für die, wo wir einfach keinen Eintrag für unseren Index haben. Okay, das bedeutet aber, wir haben jetzt den Index A, B, C, D
0123. Und genau das ist das, was wir hier bekommen. ABCD 0123. Und wenn die Dinger schon Series sind, wie das hier zum Beispiel, dann werden einfach die fehlenden Werte von unserem Index mit NaN einfach kombiniert. Während, wenn wir eine Liste übergeben, dann muss jeder Wert abgedeckt sein, so wie wir es beim ersten Mal gelernt haben. Das heißt, die Werte müssen wirklich gleich lang sein. Wenn wir allerdings jetzt hier Series haben, dann können auch mal Werte fehlen und das ist das Coole dabei. Deswegen arbeitet man so häufig und so gerne auch mit Indizes, die wir hier selber uns setzen können. Wir können dann einfach sagen, okay, der Index ist A, B, C, D, aber danach kommen halt noch andere Werte. Zum Beispiel E, F, und dann von mir aus sogar noch 0, 1, 2 und 3 von mir aus. Wobei, lass es uns mal bei 2 haben und jetzt muss ich nachrechnen, wie viele Elemente ich jetzt gerade hinzugefügt habe. Das wären noch 5 Elemente mehr, wobei 2 Elemente eigentlich nur wirklich mehr. 8 und 9. So, was jetzt passiert, ist natürlich super spannend. Jetzt kriegen wir diesen bekannten Fehler von wegen, ey, wenn du nur 4 Elemente hast, dann kannst du keinen Index von 9 Elementen machen. Was ich jetzt aber machen kann, und jetzt wird es ein kleines bisschen abgefuckt, es tut mir auch leid dafür, aber es macht einfach mega viel Spaß. Wenn wir hier jetzt unser B-Dict, ich nenne es jetzt einfach mal B-Dict reinschreiben, unser B-Dict hier oben auch als Dictionary definieren mit den jeweiligen Indizes. Das heißt, wir sagen hier A mappt auf 42. B mappt auf 1337, so wie wir das kennengelernt haben auch. Und dann haben wir hier noch 0. Das mappt uns auf 3, keine Ahnung. Und dann haben wir noch 2, das mappt uns auf 4. So, dann haben wir einige Werte hier gegeben. Und wir bauen uns damit sozusagen an den Stellen, wo wir hier bei diesem Index was haben wollen, bauen wir uns die einzelnen Werte rein. Okay, das sieht jetzt ein bisschen seltsam aus hier hinten dran. Also wir sehen hier, dieses A ist einfach quasi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist hier einfach angeglichen. Da fangen wir einfach beim ersten Index an. Also unsere Indizes starten hier jetzt bei 0, 1, 2 und 3. Weil wir, keine Ahnung, weil das einfach so sortiert wird. Ist eigentlich völlig egal, weil wir eh darauf zugreifen, dann mit dem Index. Und dann geht es weiter mit A, B, C, D, E und F. Und hier fangen wir dann an mit 0. Naja, 0 wird hier gemappt auf die 0. Dann B wird gemappt auf die 3. Also hier die, müssen wir nachgucken tatsächlich, der Index 0 ist hier oben die 3. Und C ist dann eben die 2,0. Das wäre das hier, weil es eben das erste Element ist. Und so wird das hin und her jongliert und man kann wirklich sehr, sehr flexibel damit alles machen. Ihr werdet selten so komplex und so wahrscheinlich nichtssagende Beispiele haben wie das hier jetzt gerade. Aber damit kann man schon wirklich seine Daten irgendwie neu sortieren. Und das kann manchmal sehr, sehr hilfreich sein. Deswegen zeige ich es euch. So, selbstverständlich machen wir noch ein kleines bisschen was anderes auch. var 2, sagen wir einfach, ist ein Pandas, beziehungsweise ist eigentlich genau dasselbe. var 2 nehmen wir jetzt hier mal als Parameter. Und das ist ein ganz normales Dictionary hier. Und ich kann das jetzt hier einfach so machen. Ich kann hier sagen, A mappt auf 0, 1, 2. Und ja, das kann ich dann duplizieren und dann kann ich hier ein B eintragen. So, das ist quasi der Standardfall hier, das ist okay. Und was man jetzt nicht machen darf, um nochmal ganz kurz auf die Ausgangslage zurückzukommen, ist, man darf nicht verwechseln, das hier ist kein Index in diesem Sinn. Also es ist auch eine gewisse Art Index, aber wir haben hier eine zweidimensionale Struktur, eine Matrix sozusagen. Und wir haben hier A, B als Spaltenindizes, aber die 0, 1 und 2, die haben wir natürlich als normale Indizes hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier von A mache, ich meine natürlich hier unten von A, was bekomme ich dann? Naja, ganz klar, ich bekomme eben die Spalte von A. Was wäre jetzt, wenn ich hier von 0 mache? Dann bekomme ich natürlich ein Fehler, weil ich weil ich halt die Zeile nicht an sich in dem Sinne auslesen kann, komplett, sondern erstmal auf die Spalte zugreifen muss und dann auf die Zeile. So, aber wenn wir jetzt wissen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wenn wir jetzt wissen, dass das hier die Spaltenindizes sind, kann ich natürlich für die Zeilenindizes, also 0, 1, 2 hier, auch meine eigenen Indizes festlegen, wenn ich das möchte. Das ist hier oben tatsächlich automatisch passiert. Ich kann das aber auch bewusst festlegen und sagen, ich hätte gerne die Indizes A, B
und C. Muss natürlich passen, also das heißt, wir dürfen hier nicht irgendwie Werte leer lassen oder sowas. Und wenn ich das hier drin mache, dann habe ich jetzt hier eben die Werte A, B und C als Indizes. Das ist jetzt nicht wirklich magisch oder sowas, aber eben der Vollständigkeit halber wollte ich das auch erwähnt haben. So, jetzt habe ich gerade so erzählt, dass eigentlich unser Dataframe, ich mache jetzt hier mal einen Print Dataframe 3. Jetzt habe ich ja gerade erzählt, eigentlich sind unsere Dataframes Matrizen, ja? Also Plural von Matrix ist Matrize und deswegen haben wir hier 0011, das sind ja eigentlich Zeilen und Spalten, so wie wir es eigentlich auch gewohnt sind von einer Matrix. Und selbstverständlich können wir hier auch dann hergehen und das Ganze mit einem Structured Array zum Beispiel machen. Also nehmen wir an, wir haben hier tatsächlich Daten, sagen wir einfach mal numpy.zeros, das kennen wir ja schon aus dem NumPy-Teil. Und wir haben jetzt hier ein zweidimensionales Array. Und ja, dieses Array hat von mir aus auch einen D-Type, den wir hier selbst festgelegt haben auf irgendwas Besonderes. Und zwar sagen wir einfach mal, wir haben mit dem Namen A, also das ist quasi ein Structured, beziehungsweise, ja, man kann das auch mit Recorded Arrays und so weiter machen. Wir können hier einfach sagen, ID, beziehungsweise ID wäre ein Integer ja, sagen wir einfach mal 8, okay, mit 8 Byte. Dann können wir hier als nächstes haben eine Spalte mit, sagen wir einfach mal Age dazu. Und das wäre dann ein naja, 8 sollten da eigentlich auch reichen. Ich glaube nicht, dass jemand 32-Bit für sein Alter braucht. Eigentlich sollte da sogar 4 reichen. Aber hey, wir haben so viel Speicher. Und dann haben wir von mir aus auch noch ein Name. Und das ist dann eben ein A10. Also quasi eine Zeichenkette. So, und das kann ich jetzt natürlich hier auch in mein Dataframe einlesen, wenn ich das möchte. Und kann das auch abgeben. Und wir sehen hier, es wird natürlich initialisiert auf einfach nur leer. Die ID ist 0, Age ist 0 und dann haben wir hier das. Und das kann ich, also das ist ja quasi ein zweidimensionales Array in Python, beziehungsweise in NumPy. Ich kann das einlesen, einfach so 1 zu 1, egal wie viele Spalten offensichtlich, egal wie viele Zeilen, ist auch klar. Und ja, ich kann damit so viel machen, wie ich möchte. Ich kann hier natürlich auch mehrere Spalten, mehrere Zeilen haben. Das ist von der Länge her nicht begrenzt, ist klar. Aber ich kann die direkt einfach 1 zu 1 in Pandas natürlich verwenden als Dataframe. Ich muss es halt nur definieren, dass ich jetzt hier mit einem Dataframe arbeiten möchte. Und schon habe ich, also zumindest der direkte Benefit, den wir hier sehen können, ist einfach eine schöne Ausgabe. Den hatten wir davor in NumPy nicht unbedingt. Aber es gibt natürlich noch mehr, was Dataframes können. So, und die letzte Variante möchte ich euch natürlich auch nicht vorbehalten. Wir sagen jetzt hier einfach wieder var3 ist gleich und überschreiben, oder var4 von mir aus, dann habt ihr da später ein bisschen mehr Spielraum, was ihr auch machen könnt. Und wir wollen hier jetzt tatsächlich noch die letzte Variante kennenlernen, die ein wenig ein spezielles Dataframe erzeugt, okay? Das heißt, wir machen hier uns ein Dictionary. Das ist jetzt vom Erstellen her relativ einfach, aber es ist ein bisschen was Besonderes, denn und ja, man arbeitet nicht allzu häufig damit. Man kann multi-indexierte Pandas Data Frames bauen. Was heißt das? Schauen wir uns erstmal an einem einfachen Beispiel an. Nehmen wir an, wir haben hier A und B. Okay? Und das ist jetzt ein Tupel, das kann ich auch abbilden lassen auf ein weiteres Dictionary. Naja, wie soll das jetzt am Ende aussehen? Ich kann jetzt hierher gehen und wir machen es erstmal, wir versuchen es erstmal einfach sozusagen. A auf 0 und Achtung, das ist jetzt ein großes A und groß B bildet ab auf 1. Okay, wie sieht das als Dataframe aus? Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Und zwar sehen wir hier, okay, wir haben hier eine Doppelspalte sozusagen, A, B. Und dann haben wir hier die Zeilen, das sind die Dinger hier, A und B, von 0 und 1. 0 und 1 sind jeweils unsere Werte. Das heißt, mit diesen Dingern hier kann ich auf die Zeilen zugreifen. Und dadurch, dass ich jetzt hier vorne ein Tupel genommen habe, was mir beides mal auf das Ding hier abbildet, habe ich quasi 2 Möglichkeiten hier zu indexieren. Okay, was bedeutet das in der Praxis? Naja, ich kann jetzt hier von A schreiben, dann passiert das hier. Kriege ich natürlich B01 und wenn ich hier von B schreibe, passiert das da. Wir kriegen einen Key Error. Was heißt das jetzt? Also, wir haben sozusagen ein Dataframe, das in der Spalte einen Index drin hat.
Okay, das ist jetzt erstmal verwirrend, macht aber durchaus Sinn, wenn ich euch jetzt zeige, wie man die Dinge auch in größer verwenden kann. Wir fangen jetzt hier mal hinten an zu zählen. Und zwar, ich fange bei Z an zu zählen und ich dupliziere mir einfach diese Zeile hier zweimal. Einmal haben wir AZ, einmal haben wir AY, einmal haben wir AX. So, und dann duplizieren wir uns das noch dreimal. Dann haben wir einmal nämlich BX, BY und BZ. Das ist die falsche Reihenfolge gewesen, ist aber egal. Okay, was jetzt passiert, ist im Endeffekt das hier. Wir haben also die Werte hier hinten dran sind natürlich absolut generisch. Bei A steht immer 0, bei B steht immer 1, macht nichts. Was Zeilen und was Spalten sind, dazu komme ich gleich noch ein bisschen genauer. Aber wir können jetzt hier sagen, okay, A ist eigentlich ein Index und unter A habe ich ZYX als Subindex sozusagen. Das heißt, das ist sozusagen mein Parent-Index und jedes Unterelement von meinem Parent-Index, das steht hier, also Z, Y, X. Wenn ich jetzt allerdings B als Parent-Index habe, dann wird das nochmal separat aufgelistet. Und das heißt, BX hat nichts zu tun mit AX. BX ist nochmal quasi B als Parent-Index und dann habe ich hier nochmal ein zusätzliches X. Dieses X hier hat mit dem X quasi gar nichts zu tun. Ist ein anderer Index. Ich komme da nicht einfach so drauf. Ich kann hier nicht von X machen. Das führt zu einem Fehler. Haben wir gerade gesehen. Ich muss zuerst mit meinem Parent-Index drauf zugreifen. Das heißt, Parent-Index wäre hier entweder A oder B. Ich kann mich quasi hier entscheiden. Das heißt A, nicht AX, sondern einfach nur A. Und dann bekomme ich alles, was unter A steht. Also alles, was unter B steht, fällt raus. Das heißt, ich bekomme hier ZYX und damit diese drei Spalten hier. Okay, jetzt kann ich aber trotzdem noch hergehen und sagen, von nächster Index wäre X. Okay, was bekommen wir bei X? Naja, ist jetzt nicht wirklich spannend. AB01. Okay. Nächster Index wäre, Achtung, klar, natürlich, A, also kann ich hierher gehen und von A drauf zugreifen und dann bekomme ich meine 0. Was ich bekomme ist im Endeffekt, hier vorne habe ich erstmal A ausgewählt, das heißt, es sind nur noch die 3 übrig. Dann habe ich X ausgewählt, ist nur noch der eine hier übrig. Dann habe ich A ausgewählt, ist nur noch das hier übrig und damit habe ich meinen Wert. Das macht Sinn, wenn ihr sozusagen noch ein paar Dimensionen mehr haben wollt. Ihr seid da auch nicht limitiert. Ihr könnt das absolut bis zur Verzweiflung treiben. Ich mache das jetzt hier mal ganz kurz. Und zwar können wir hier einfach sagen, was haben wir denn noch? Gebt mir irgendwas. Probieren wir es doch einfach mal mit 0 hier. Sagen wir 0, 0, 1, 1, 1 und 1. Achtet darauf, dass ich jetzt hier oben die ersten beiden mit 0 gemacht habe und danach 4 Stück mit 1, damit wir hier den Unterschied sehen. Also wir sehen hier, das ist jetzt hier der 0-Teil, das ist der 1-Teil. Wir sehen hier auch, das 1a ist ein anderes a als das 0a. Die 0a's wurden zusammengefasst. Das heißt, wir müssen quasi immer von vorne nach hinten durchlaufen. Also wir müssen erst hier auf 0 oder 1 zugreifen, damit wir einen Wert kriegen, dann auf A oder B zugreifen, dann auf X, Y oder Z und dann können wir hier hinten die Werte sehen. So, wenn man das jetzt natürlich noch weiter spinnt, das geht auch, dann kann ich hier mit meinen Data Frames auch hier die einzelnen Sachen so auswählen, wie ich das möchte. Und ja, es tut mir leid, aber das geht auch. Ich kann hier drüben, und das muss ich jetzt nochmal neu schreiben, ich schreibe das mal ganz kurz. So, ich habe jetzt hier das Ganze noch ein kleines bisschen mehr übertrieben und zwar, also an den oberen Werten, an denen hier habe ich nichts mehr geändert, nur noch an den hier. Ich kann genauso gut hier auch Subindizes haben und wir sehen hier, vorne steht bei mir jetzt immer ein A. Ich kann natürlich alles mögliche vorne stehen haben. Ich kann genauso gut hier hergehen und hier noch ein B reinpacken, hier noch ein B reinpacken. Dann kriegen wir noch den Subindex B. Dann sieht das so aus. Das heißt, wir haben hier ein A, B, C und D. Das sind quasi, also dann ist A erstmal der Parent-Index von unserer Zeile, ja. Und dann kann ich auf die einzelnen Werte zugreifen. Und dann habe ich hier aber auch noch ein B mit Subindex C und B, warum auch immer ich da 2 Bs habe, aber das hier war eben ein BB. Und nehmen wir jetzt mal an, ich möchte auf diesen Wert hier zugreifen. Ihr seht, alles, was nicht da ist, wird mit NaN aufgefüllt, was bei dem Dictionary wirklich sehr angenehm ist, weil ich ansonsten wirklich sehr viele Werte hätte, um das Ganze hier aufzuteilen. Wenn ich jetzt hier tatsächlich hergehen würde und auf diesen Wert zugreifen möchte, dann muss ich hier erstmal von 1, das ist diese 1 hier vorne, von B, das ist das B hier vorne,
Was sagt ihr? Achso, ja, natürlich, ich bin im Falschen. Sorry. Von 1, von B. Dann muss ich hier drauf zugreifen, von Y. Dann muss ich auf die, also das waren quasi die Spalten. Jetzt habe ich quasi diese Spalte hier einfach nur ausgelesen. Da habe ich aber immer noch Subindizes, also einmal hier, und wir werden übrigens alle angezeigt. Einmal habe ich natürlich B, B, einmal habe ich A, D und die anderen sind halt eben NaN. Okay, das heißt, ich muss auf B zugreifen. Dann muss ich auf nochmal B zugreifen, weil ich ja diesen Wert hier haben möchte. Also B und dann B. Und dann habe ich meinen Wert 0,0. Ja, ist super, super umständlich. Das Ding ist, wenn ich das habe, habe ich ja im Endeffekt wirklich mehr als 2 Dimensionen in dem Moment, weil ich ja so viele Indizes habe. Ich habe quasi, um nochmal das Ganze hier zu zeigen, ich mache jetzt mal hier ein DF3 unten drunter. Und sorry, wenn das Video jetzt gerade hier so lang wird, aber es ist super wichtig. Wenn ich jetzt das hier habe, dann habe ich ja hier eigentlich ein Subindex oder eine Matrix 01 auf das hier. Also im Endeffekt habe ich mehrere Matrizen, weil ich ja so viele Indizes habe. Ich habe ja eigentlich nicht nur A und B, sondern ich habe 0,1 auch noch und so weiter und so fort. Ich habe eigentlich mehrere Dimensionen. Jetzt würde man meinen, okay, ich kann hier einfach hergehen und das Ganze auch zum Beispiel mit einem Dataframe machen, das mit einer Matrix gefüttert wird, also sowas wie von numpy.random ja, np meine ich natürlich, np.random.randn mit unseren Daten, sagen wir einfach mal 3,3,3,3 oder so. Und dann bekomme ich hier allerdings einen Fehler. Ich brauche hier tatsächlich zweidimensionalen Input. Das heißt, wenn ihr wirklich mit so Indizes rumjonglieren wollt, dann müsst ihr hier tatsächlich das Ganze von Hand machen. Und hier also für so ein Array braucht ihr immer dann 2D-Input oder für so ein Dataframe. Wie man das machen kann, dazu kommen wir aber noch wahrscheinlich in einem zukünftigen Video. Ansonsten war es das erst so von meiner Seite. Das hier ist, wie gesagt, ein sehr exotisches Beispiel, geht schon sehr, sehr weit fortgeschritten, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, ein wenig in diese Welt auch einzutauchen. Okay, dann war es das von meiner Seite. Bis dann. Ciao.